So the word that I would like to talk to you today is from Exodus chapter 4, verses we can read from 1 and 2. Und wir lesen heute aus 2. Mose 4, ab Vers 1. We know the life of Moses so much, and I have preached several times about him. Wir kennen alle wahrscheinlich das Leben des Mose sehr gut und ich habe auch schon sehr häufig über ihn gepredigt. Even the friends who came from Arab countries or Muslim background, they also know about Moses because they have also the story of Moses in their books. Und auch diejenigen, die einen arabischen Hintergrund haben, kennen die Geschichten von Mose meistens auch. So the first verse says, Then Moses said, What if they will not believe me or listen to what I say? For they may say that the Lord has not appeared to you. Dort steht, Mose erwiderte, und was ist, wenn die Leute von Israel mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern behaupten, der Herr ist dir nicht erschienen, was soll ich dann tun? The Lord said to him, What is that in your hand? And he said, A staff. Und was hast du da in deiner Hand? Fragte der Herr. Einen Stock, sagte Mose. So this is my topic today. What is that in your hand? Also, das ist das Thema für die Predigt heute. Was hast du da in deiner Hand? Whatever we people think that is unworthy or not or valueless that we have in our lives or in our hands. Was auch immer die Menschen denken, dass wir in unserer Hand haben, das wertlos ist. That is what the Lord is looking at and says that I need this. Das ist das, was der Herr sich anschaut und sagt, ich brauche das. Here, when we look at the life of Moses, he is about at the age of 80 years at this time. Und Mose war zu diesem Zeitpunkt 80 Jahre alt. Probably he gave up all his dreams that he had when he was rising up in Egypt. Und wahrscheinlich hat er all seine Träume aufgegeben, die er in Ägypten hatte. To release the people of Israel from the land of Egypt, from the bondage. Die Israeliten zu befreien aus der Sklaverei der Ägypter. He felt probably like a person who was defeated and who has no future. Und er hat sich wahrscheinlich gefühlt wie eine Person, die besiegt wurde, die keine Zukunft mehr hat. And suddenly God appears to him and says, I want to fulfill this purpose that I have to bring out the people of Israel from Egypt through you. Und plötzlich spricht Gott zu ihm und sagt zu ihm, dass er durch ihn die Israeliten befreien möchte. And Moses was thinking like, who am I to do this? What is the qualification that I have? I failed in every way. Und Mose hat sich gedacht, warum bin ich dazu würdig, qualifiziert? Ich habe doch in allem versagt. But God says, I need you. Aber Gott hat ihm geantwortet, ich brauche dich. And Moses started to give many excuses that he couldn't go. Und Mose hat dann viele Entschuldigungen genannt, warum er das nicht tun konnte. He has questions like, what if Israelites will not accept me? Und er hatte Fragen wie, was, wenn die Israeliten mich nicht annehmen? What if they say that, no, it's only your imagination, God didn't speak to you? Und was, wenn sie sagen, das ist nur deine Vorstellung, Gott hat nicht zu dir gesprochen? And he has problem with his tongue, the way that he talks. Und er hatte auch Schwierigkeiten zu sprechen, weil er stotterte. So many obstacles that he has, but God is telling, I need you. Und er hatte sehr viele Hindernisse in seinem Weg, aber Gott hat gesagt, ich brauche dich. Probably he's thinking, I have nothing to do this mission that the Lord is putting me before. It's a big thing. Und wahrscheinlich hat er sich gedacht, ich habe nichts für diesen großen Auftrag, das ich bringen kann.
But God is asking a question. What is that in your hand? Aber Gott stellt dir diese Frage, was ist das, was du da in deiner Hand hast? And Moses looks at it and he says, it's a staff, just a shepherd's staff. Und Mose sagt, das ist nur ein Hirtenstab. Because he was herding the flocks in the wilderness in Midian. Weil er die Herden dort in Midian geweidet hat. And they used to have a stick so that because they stand so long, they walk so long, sometimes they can lean on this stick. Und sie hatten einen Stab, damit sie sich auch darauf abstützen konnten, weil sie sehr lange unterwegs waren. And no one pays so much attention to this stick and thinks that this is a wonderful thing that I have in my life. Und niemand denkt über diesen Stab so viel nach und denkt, das ist etwas Wunderbares, was ich habe in meinem Leben. It is something very common, valueless, no one pays attention for. Es ist etwas sehr Gewöhnliches, ohne Wert, das niemand wirklich beachtet. And God is telling, you have something in your hand. Und Gott sagt zu ihm, du hast etwas in deiner Hand. What is that you have in your hand? Was hast du da in deiner Hand? And Moses says, a staff. Und Moses antwortet, ein Stab. And God says, okay, that's enough for me. Und Gott hat gesagt, okay, das ist genug. In other sense, God says, okay, give it to me. And I will use it to fulfill this mission that you are thinking that you will never be able to fulfill. Oder auf eine andere Art und Weise gesagt, hat er ihm gesagt, gib mir diesen Stab, stell ihn mir zur Verfügung und ich werde dir dadurch helfen. Because God wants to use this staff. Weil Gott wollte diesen Stab gebrauchen. And Moses surrendered this staff in the hands of the Lord. Und Mose hat dann diesen Stab dem Herrn zur Verfügung gestellt. And then we see that how this staff that Moses had started to change into different stages. Und wir können dann dort lesen, wie dieser Stab, den Mose hatte, sich verwandelt hat in verschiedene Dinge. Here Moses says a staff. Und Mose hat geantwortet, indem er gesagt hat, einen Stab, irgendeinen. And when you go through the scripture in verse 17, the title of this stick or the staff has changed. Und in Vers 17 sehen wir dann, dass dieser Stab jetzt anders bezeichnet wird. The Lord is talking to Moses and telling, you shall take in your hand this staff, with which you shall perform the signs. Da spricht der Herr zu Mose, und den Stock hier nimm in die Hand. Mit ihm wirst du die Wunder tun, die dich ausweisen. A staff has changed to be this staff. Irgendein Stock hat sich verändert zu dieser Stock, dieser eine. This word looks like as if the Lord is giving this stick back to Moses now. Take this stick, this staff, and you will perform miracles with this staff. Und so wie Gott das dort sagt, sieht es so aus, als würde er diesen Stab dort zurückgeben und sagt dir, mit dem kannst du die Wunder tun. And now you will be surprised. Be ready. Und jetzt werdet ihr überrascht sein. Verse 20. Vers 20. So Moses took his wife and his sons and mounted them on a donkey and returned to the land of Egypt. Moses also took the staff of God in his hand. Also die Übersetzung ist ein bisschen besser. Also 2. Mose 4, Vers 20. Da nahm Mose seine Frau und seine Söhne mit sich, ließ sie auf dem Esel reiten und kehrte in das Land Ägypten zurück. Und Mose nahm den Stab Gottes in seine Hand. Do you see how the name of this staff started to change step by step? Und ihr könnt dort erkennen, wie dieser Name des Stabes sich langsam verändert hat. Because this stick
or this staff was given by Moses, in obedience to the Lord, submitted in the hand of the Lord. Weil dieser Stab wurde von Mose im Gehorsam Gott zur Verfügung gestellt. Whatever you give in obedience to the Lord is going to change its shape, it's going to change its stage and its power. Und was immer du in Gehorsam dem Gott gibst, das wird seine Macht. Yeah, it will change its stage, its shape and its power. Wird seine Macht, sein Aussehen verändern. So we see here that how a staff has become this staff and then God's staff, or the staff of God. Also wir sehen hier, wie irgendein Stock zu diesem einen Stock wurde und dann zu Gottes Stab. And you can understand how many things has happened with this stick that Moses has surrendered to God. Und ihr wisst wahrscheinlich, wie viele Dinge durch diesen Stab geschehen sind, die Mose dem Herrn zur Verfügung gestellt hat. Once it went into the hands of the Lord, it got the power and it's given back to Moses. And with this stick, Moses is winning the battles one by one, even before Pharaoh and even in the wilderness. Weil Mose durch diesen Stab die Macht hatte von Gott, durch den er dann diese Kämpfe mit dem Pharao gewinnen konnte. So the Lord is asking today, you may be thinking that I have nothing to give to the Lord. Und vielleicht denkst auch du, dass du nichts hast, was du dem Herrn geben kannst. But the Lord is telling what you are thinking simple, what you are thinking nothing, or what you are thinking valueless in your life. This is what the Lord is telling, give it to me. I will use it for my kingdom and make it big. Aber das, was in deinem Leben ist und was du als vielleicht wertlos ansiehst, das möchte Gott haben und er wird es Bedeutung geben. So the stick changed into a snake. Und dieser Stab wurde dann verwandelt oder hat sich verwandelt in eine Schlange. And again it changed to be a stick before Pharaoh. Und vor dem Pharao wurde er dann, also es war mit Gott, und vor dem Pharao hat er sich wieder in eine Schlange verwandelt. The stick that turned all the water in Egypt, all the rivers in Egypt to blood. Und das war der Stab, der den ganzen Fluss dort in Ägypten in Blut verwandelt hat. You can count all the wonders that this Moses has done by the help of this stick. Und man kann all diese Wunder aufzählen, die Mose getan hat, durch die Hilfe dieses Stabes. All the plagues that the Lord brought in Egypt. All diese Plagen, die der Herr in Ägypten gebracht hat. And even in the wilderness, when Israelites were dying without water, the stick that has broken the stone and brought the water out. Und auch in der Wüste, wo die Israeliten vor Durst fast gestorben sind, hat dieser Stab Wasser aus dem Felsen hervorgebracht. Even before that, the stick that has opened the Red Sea into two parts. Und noch davor hat Mose durch diesen Stab das Rote Meer geteilt. What I'm trying to tell you is, what you have in your hand, you may think that it's useless. You may think that people has no value for it. But the Lord is telling, give it to me. I'm going to change it and make wonders with it. Und der Herr sagt ja, dass das, was du vielleicht hast in deinen Händen, was du als wertlos ansiehst, das kannst du ihm geben und er kann ihm Bedeutung verleihen. You might be telling, like, I have nothing except this pen and a paper. Und vielleicht sagst du, ich habe nichts außer dieses Blatt Papier und diesen Stift. And the Lord is telling, okay, give it to me. I will use it and you will see how many wonders it can make. Und der Herr sagt, okay, das kannst du mir geben. Ich werde es gebrauchen und du wirst sehen, wie viele Wunder dadurch geschehen können. Pray and start writing something, or start writing an article, start writing a story, your story maybe. Du kannst beten und anfangen, etwas zu schreiben, deine Geschichte. What has happened in your life, how the Lord has helped you, and share it to others, print it and give it to others.
It can make wonders. Du kannst aufschreiben, das, was der Herr in deinem Leben getan hat und das den Menschen geben und es kann Wunder tun. One day we were watching a movie in our house, all as a family. It was a Christian movie. Wir haben einmal als Familie zusammen einen christlichen Film geschaut. And in this movie, there was an old man. He wants to do something for the kingdom of the Lord, but he cannot do anything because he is helpless or he is very weak. Und da gab es einen alten Mann, der sehr schwach war und er wollte was für den Herrn tun, aber er konnte es nicht. Then what he started to do is he started to write letters every day and send to the people without any address down. Und dann hat er angefangen, Briefe zu schreiben zu den Menschen, ohne darauf zu schreiben, woher sie kommen. So letters come to the people, but they don't know where it comes from. And these letters exactly speak to the situation that they are in. And many people got changed and comforted by these letters. Und viele Menschen haben diese Briefe erhalten und es hat direkt in ihre Situation gesprochen, was dort geschrieben wurde und hat ihr Leben verändert. And in this film, we see one young girl was changed by his letters, and then she became a believer of Christ. Und wir sehen dort ein junges Mädchen, das verändert wurde durch diese Briefe und dann an Jesus angefangen hat zu glauben. So what I'm telling is, you may say, I have nothing. I have a phone in my hand. Und was ich euch sagen möchte, vielleicht sagst du, ich habe nichts, ich habe nur dieses Handy. Give it to the Lord, and the Lord, you will see how, you will wonder how God can use the phone that you have in your hand. Und du kannst es aber dem Herrn zur Verfügung stellen und du wirst dich vielleicht wundern, was der Herr alles tun kann. Maybe you can say that I have nothing but a sad story behind my life. Und vielleicht sagst du, ich habe nichts außer eine traurige Geschichte meines Lebens, die hinter mir liegt. You can say, Lord, this is what I have. This sad story from my home country to here. And I give it to you. Vielleicht ist es eine traurige Geschichte von meinem Heimatland bis hierher und du kannst sagen, Herr, ich gebe sie dir. And then the Lord can change it and use it mightily for His kingdom. Und der Herr kann es verändern und benutzen und gebrauchen mächtig für sein Königreich. When David wanted to fight with Goliath, Als David mit Goliath gekämpft hat, you know that he was going for a battle, but he didn't have a sword or he didn't have anything to fight. und ihr wisst wahrscheinlich, dass er in diesen Kampf ging und nichts wirklich hatte, mit dem er kämpfen konnte. We see this in 1 Samuel chapter 17. Maybe it's better that we read a couple of verses from 1 Samuel chapter 17. Und wir lesen das in 1. Samuel Kapitel 17, Verses from 32. ab Vers 32. David said to Saul, "Let no man's heart fail on account of him. Your servant will go and fight with this Philistine." Und David sagte zu Saul, niemand lasse seinetwegen den Mut sinken. Dein Knecht will hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Then Saul said to David, "You are not able to go against this Philistine to fight with him, for you are but a youth, while he has been a warrior from the youth." Und Vers 33, unmöglich, das kannst du nicht, erwiderte Saul. Du bist ja fast noch ein Kind und er ist ein Mann, der von Jugend auf mit den Waffen umgeht. First King Saul tried to stop David because he was compassionate about David, that David should not die under the hands of this Goliath. Zuerst hatte der Saul Mitgefühl mit diesem David, weil er noch ein eigene Rüstung, zog ihm den Brustpanzer an und setzte ihm den
bronzenen Helm auf. David girded his sword over his armor and tried to walk, for he had not tested them. So David said to Saul, I cannot go with these, for I have not tested them. And David took them off. David hängte sich das Schwert um und machte ein paar Schritte, doch er war es nicht gewohnt. Ich kann darin nicht gehen, sagte er zu Saul. Ich habe noch nie eine Rüstung getragen. Er legte alles wieder ab. And look what David is taking for the battle. Und schaut hier, was David mitnimmt in den Kampf. He took his stick in his hand and chose for himself 5 smooth stones from the brook and put them in the shepherd's bag, which he had even in his pouch, and his sling was in his hand, and he approached the Philistine. Er legte alles wieder ab und nahm seinen Hirtenstock. Im Bachbett suchte er 5 glatte Kieselsteine und steckte sie in seine Hirtentasche. In der Hand hielt er seine Schleuder. So ging er dem Philister entgegen. So the weapons that he took was a staff, a sling, and 5 stones. Also die Waffen, die er hatte, war ein Stab, eine Schleuder und 5 Kieselsteine. For the people who are watching him, these are not the right weapons for battling against this great giant Goliath. Und diejenigen, die das sahen, die wussten das oder dachten sich, dass es eigentlich nicht die richtigen Waffen sind, um gegen diesen Goliath zu kämpfen. But we know that whatever he has in his hands, this is what God has taken, or God has taken in his hands and used these weapons to kill Goliath. Aber er wusste, dass was immer Gott ihm gegeben hat, dass er diese Waffen benutzen kann und wird, um Goliath zu töten. And when he was going with this stick and this sling, Goliath was telling him like, am I look like a dog? Am I a dog that you are coming with a stick? Und Goliath hat ihn dann gesehen und hat ihm gesagt, sehe ich vielleicht aus wie ein Hund, dass du zu mir kommst mit einem Stock. But here we have to understand that he even didn't fight with the stick. He fought with the sling, which is used for the birds. Aber er hat nicht einmal mit diesem Stock gekämpft, sondern nur mit der Schleuder, die ihm eigentlich für Vögel, um Vögel abzuschießen, benutzt wird. In other sense, God is telling that Goliath, you don't need even a stick that can hit the dog or defeat the dog, but you only need a stone that can hit a little bird on the tree. Und Gott hat sozusagen zu ihm gesagt, du brauchst nicht mal den Stock, den man eigentlich für Hunde nimmt, sondern es reicht diese Schleuder. So what we are learning here is the little things that you have, God is asking them. Und was wir hier lernen können, ist, dass das Wenige, das Kleine, was du hast, dass Gott danach fragt. A little talent, a little gift, or a little whatever you have. When you give it in the hands of the Lord is going to make it a wonder in your life. Ein kleines Talent, eine kleine Gabe, was auch immer du hast in deinem Leben, der Herr kann es benutzen für ein großes Wunder. A sling in the hand of David is greater than a sword in the hand of Saul. Eine Schleuder in der Hand Davids ist stärker als ein Schwert in der Hand Goliaths. So the Lord is asking, what do you have in your hand? Und der Herr fragt ihn, was hast du da in deiner Hand? I hope that before we close this meeting you will answer the Lord. Lord, I have this which I felt nothing useful, or which I felt is not useful for anyone, but I want to give it to you. Und ich hoffe, dass du heute sagen kannst oder antworten kannst, ja Herr, ich habe das, was ich nicht als wertlos erachte, aber ich stelle es dir zur Verfügung. Another story in the Bible we see about a widow in Zarephath. Und in einer anderen Geschichte lesen wir von einer Witwe in Zarephath. I don't want to read the scriptures because of the time, but here the Lord tells to Elijah to go and meet this woman in Zarephath. Und hier
spricht der Herr zu Elia, dass er diese Frau dort, diese Witwe in Saraphat besuchen soll. So, actually the purpose of the Lord was to feed his servant Elijah. Und eigentlich war der Sinn dahinter des Herrn, dass er seinen Diener Elia versorgen wollte mit Nahrung. So because she accepted Elijah, the Lord has fed her and her whole family throughout the famine years. Und es gab eine Hungersnot und weil weil diese Frau Elia aufgenommen hat, deshalb hat die Frau so viel dadurch bekommen, dass sie diese ganze Hungersnot hindurch immer genug hatten. And here she is telling what she has in her hand or in her house. Und hier sagt sie ihm, was sie hat in ihrem Haus. Elijah said, go and bring a glass of water, also bring a little bread for me. Und Elia hat gesagt, bring mir bitte etwas Wasser und etwas Brot. And she is telling that, verse 12, we see that, but she said, as the Lord your God lives, I have no bread. Just we can translate. Da sagte sie, Ja. Da sagte sie, so wahr der Herr, dein Gott lebt, wenn ich einen Vorrat habe, außer eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. So this is a small thing that she has, and she is hoping to feed on this and to look for the death because there's no other food for her. Und sie hat nur etwas, sehr wenig und eigentlich denkt sie, dass nachdem das aufgebraucht ist, dass sie dann sterben werden. Sometimes we feel like, oh, what kind of a servant of God is this Elijah? She has one meal to eat and die, and Elijah is telling, bring me the first bread that you make. Und manchmal denken wir hier vielleicht, was ist das für ein Prophet Gottes, der genau nach diesem Brot fragt, was eigentlich das Letzte ist, was sie hat. But the Lord has a great plan. He's testing her if she is obedient to what the Lord is telling her. Aber der Herr hatte einen Plan darin und er hat sie geprüft, ob sie gehorsam war. To be obedient to the Lord, we always need faith. It doesn't just come, the obedience just doesn't come without faith. Und Gehorsam kommt immer nur mit dem Glauben zusammen. She is thinking, I am giving this to a prophet. Sie denkt sich, ich gebe das einem Propheten. And he is the prophet of the Almighty God, and I know this God, my God, has actually it's not her God because she belongs to Sidon, which is in Lebanon now. Und sie kennt zwar diesen Propheten als einen mächtigen Mann Gottes, aber eigentlich war das nicht ihr Gott. So she was thinking, their God, the God of Israel, where he comes from, this prophet comes from. I know he is a powerful and true God. Aber sie denkt sich, ich kenne diesen Gott der Israeliten, wo dieser Prophet herkommt, und ich weiß, dass er ein mächtiger Gott ist. And he will really do something if I obey him, if I submit to the command of the Lord. He will really do something in my life. Und er wird sicherlich etwas tun in meinem Leben, wenn ich seinem Diener gehorche. Even if he doesn't do anything, it's okay. But I just want to do what this man of God is telling. Und auch wenn es mir nichts bringen wird, ist es mir egal. Ich möchte das tun, was dieser Mann Gottes mir dort sagt. So it's a very challenging decision that she has made. There's a little boy that is going to die at house with hunger, and she is going to die probably in a couple of days with hunger. And she made a very critical decision to bring this to Elijah. Und es war sicherlich eine sehr herausfordernde und schwierige Entscheidung, die sie getroffen hat, weil sie dort ihren Jungen hatte und sie selber eigentlich beide unter Hunger litten. So as if she is like by faith, she is putting this little thing that she has in the hands of the Lord. Und im Glauben hat sie dann dieses Kleine, was sie dort hatte, dem Herrn zur Verfügung gestellt.
and the Lord has done a wonder. Und der Herr hat ein Wunder getan. Many people died in this hunger, but she and her family, along with the man of God, they all lived throughout this famine. Viele Menschen sind gestorben, auch in ihrer Familie, aber sie ist With all his family and then the servant of God. aber sie und auch Elia ja, konnten überleben durch das, was der Herr gegeben hat. And one more last story before I close. Und noch eine letzte Geschichte, bevor ich schließe. The boy on the mountain, when Jesus was preaching on the Sermon on the Mount. Da geht es um den Jungen, der bei der Bergpredigt war. There were 5,000 men, and there were also women and the children. Nearly 20,000 people there. Da waren 5000 Männer und auch Frauen und Kinder. And the Lord is telling that we are going to feed these people now. Und der Herr hat gesagt, wir wollen diese Menschen jetzt versorgen. The disciples were a little bit like fearful, because where can we bring bread for all these people? Und die Jünger hatten dann Angst, weil sie nicht wussten, wo sie all das Brot herbringen sollten für diese Menschen. Then suddenly Philip and Andrew, they were searching for if there is anything in the crowd, if there is some food, so that they can gather. Und dann haben Philippus und Andreas gesucht in der Menge, ob es dort etwas zu essen gab. I don't think that only this boy has the bread and the fish. There were nearly 20,000 people. Someone would have thought that we need to carry some food, because we don't know how long it will take for this preacher preaching. Und ich glaube nicht, dass nur diese 5 Brote und 2 Fische von diesem Jungen dort in der Menge waren, weil es waren fast 20.000 Menschen und die haben sicherlich was zu essen mitgebracht, wo sie ja, so eine lange Reise zu diesem Prediger, zu Jesus angegangen sind. When we are going out for a couple of hours, we plan what we are going to eat in the afternoon. How are we going to feed our children? How are we going to manage our food today? Wenn wir wegfahren am Nachmittag oder so, dann planen wir, wie werden wir unsere Familie ernähren können oder was nehmen wir mit an zu essen. I believe that many people had food. Also ich glaube, dass eigentlich viele von diesen Menschen Nahrung hatten, But probably they're not ready to give up, or they are not ready to give it in the hands of Jesus, because they think that they need this. If I give it away, what will I eat? aber wahrscheinlich hatten viele Menschen, wollten das nicht in die Hand des Herrn geben, weil sie sich dachten, wenn ich das ihm gebe, was soll ich dann essen? But this little boy was so innocent, and he doesn't know how to save his little food that he has. So when Philip and Andrew came and said, "Hey boy, we need this little food, Jesus wants it." Aber dieser kleine Junge wusste wahrscheinlich nicht, was er machen sollte, als die beiden Jünger zu ihm kamen und gesagt haben, Jesus braucht das, was du dort hast. And he said, "Oh, okay, if Jesus wants it, take it away." Und dann hat er sich gedacht, okay, wenn Jesus das braucht, dann kann ich es euch geben. Little food in the hands of a little boy. Es ist nur ein wenig Nahrung gewesen in den Händen eines kleinen Jungen. Going into the hands of Jesus. Und er hat es in die Hände von Jesus gegeben. And Jesus gave thanks to the Father. Und Jesus hat dafür gedankt. It multiplied and it fed nearly 20,000 people who were there. Und er hat es vermehrt und es hat die fast 20.000 Menschen versorgt. And after all this miracle, these 12 baskets were still left, and the disciples collected all these 12 baskets. Und nach diesem Wunder waren immer noch diese 12 Körbe übrig, die die Jünger eingesammelt haben. The key here is, what are we going to give in the hands of Jesus? This is what going to make wonder. Und der Schlüssel hier ist, was wollen wir dem Herrn geben, und das kann dann Wunder bringen. Though it is very simple, though it is very small, you might think this is valueless. People might say that this has no value. Und vielleicht ist es nur sehr klein und die Menschen sagen, dass es keinen Wert hat. It may be just a stick, like Moses. Es kann ein Stock sein, so wie Mose ihn hatte.
a small sling like in the hands of David, Eine Schleuder, wie David sie hatte. or a little flour and the oil like this widow. Oder ein bisschen Mehl und Öl, wie diese Witwe. Or 5 loaves of bread and only 2 fish. Oder 5 Brote und 2 Fische. When you submit it in the hands of the Lord, whatever the time that you have, whatever the gift that you have, whatever the little things that you have, when you submit in the hands of God, He will make wonders with it. Was auch immer es ist, wie auch immer wie klein es auch immer ist, wenn du es in die Hände des Herrn gibst, kann er Wunder damit tun. But the key is, are you willing to give it in the hands of the Lord? Aber der Schlüssel ist, bist du willig, es in die Hände des Herrn zu geben? Or you want to hide it for yourself? Oder möchtest du es für dich selber behalten? When you give it away, then it will become a blessing for many, many people. Not only you, but many people. Aber wenn du es ihm gibst, dann kann es ein Segen werden für dich und für viele andere Menschen. You have to remember that Jesus said to Moses, throw it on the floor. Und ihr müsst euch daran erinnern, dass der Herr zu Mose gesagt hat, wirf ihn auf die Erde. So throwing it is like giving it away. It's not mine, it's God's. Giving it away. Also dieses Werfen, das bedeutet, dass du es Gott ganz gibst, dass es nicht mehr dir gehört. So once he gave it away, it went into the hands of the Lord, and the Lord gave it back to him and said, take this stick and do the wonders. Und nachdem er es Gott gegeben hat und der Herr es ihm wieder zurückgegeben hat und ihm gesagt hat, tu damit die Wunder, Then Moses did the things that he never had imagined in his life. dann hat Mose die Dinge getan, die er niemals zuvor sich vorstellen konnte, die er tun wird. Because it's not anymore the stick of Moses, but it's the stick of the Lord. Weil es nicht mehr der Stock des Mose war, sondern der Stab des Herrn. Let us learn to give the small things that we have in the hands of the Lord. Lasst uns lernen, diese kleinen Dinge, die wir haben, in die Hände des Herrn zu geben. And we will see wonders from the Lord. Und wir werden Wunder empfangen vom Herrn, May the Lord bless us all. wenn wir der Herr uns alles gibt.